Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir ketogenen Vollkorntoast her, inshallah, der super einfach herzustellen ist, genau wie herkömmlicher Toast schmeckt und auch von der Konsistenz der gleiche ist. Er hat also die gleiche fluffige Beschaffenheit und man kann ihn ganz normal toasten. Mit diesem Toastbrot kann man also alles machen, was man auch sonst mit herkömmlichem Toast tun würde. Man könnte aus dem gesunden Toast auch ein leckeres Sandwich herstellen mit geschmolzenem Käse. Und wie man diesen gesunden, kohlenhydratfreien Toast herstellt, das zeige ich euch jetzt. Wir benötigen 4 Bio-Eier, die wir in eine Schüssel geben. Dann brauchen wir 50 Gramm Ghee, das wir erstmal schmelzen werden, damit es flüssig wird, und in dieser Zeit werden wir die Eier gut verquillen. Und sobald wir das getan haben, kommt dann das Mandelmehl hinzu. Und zwar habe ich hier vollwertiges Mandelmehl benutzt, also einfach gemahlene ganze Mandeln. Und die enthalten natürlich nochmal sehr viel mehr Vitalstoffe als die blanchierten Mandeln. Dann kommen noch 2 Teelöffel Backpulver hinzu und ein halber Teelöffel Himalaya-Salz. Wer lieber einen weißen Toast herstellen möchte, könnte natürlich auch blanchiertes Mandelmehl benutzen. Und dann kommt das geschmolzene Ghee hinzu. Und das waren auch schon alle Zutaten. Wir sehen, dass wir eigentlich nur 3 Zutaten in der Hauptsache benötigen. Das Mandelmehl, Ghee und die Eier, abgesehen natürlich von dem Himalaya-Salz und dem Backpulver. Jetzt nehmen wir eine viereckige Form und fetten die kurz mit etwas Ghee noch ein. Aber man könnte natürlich auch jede andere viereckige Form benutzen, damit man auch wirklich einen viereckigen Toast erhält am Ende. Im Gegensatz zu meinem, der halt hier jetzt diese runden Ecken hat, wegen eben dieser abgerundeten Auflaufform. Wir verstreichen alles schön glatt darin und dann kommt das Ganze auch schon in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe und wird dann mit Ober- und Unterhitze bei etwa 175 Grad Celsius 20 bis 25 Minuten lang gebacken. Die Auflaufform sollte idealerweise 20 x 20 cm von den Maßen her betragen, damit man am Ende eben wirklich 4 oder besser gesagt 8 normal große Toaststücke daraus erhält. Denn die 4 Brote, die wir dann daraus erhalten, sind ja doppelt so dick wie ein normaler Toast und werden in der Mitte noch einmal durchgeschnitten. Wir lassen das fertige Brot etwa 15 bis 30 Minuten ruhen, bevor wir es dann anschneiden werden. Und dazu werden wir das Brot dann einfach in 4 Teile schneiden, wie wir das jetzt hier sehen. Und eigentlich ist das Brot sehr einfach aus der Form zu entnehmen, da wir die Form vorher ja eingefettet hatten. Und das fertige Brot hat eine wirklich sehr schöne, fluffige Konsistenz. Und wenn man es jetzt nochmal in der Mitte durchschneidet, erhält man eben das perfekte Toastbrot mit der gleichen Konsistenz wie herkömmliches Toastbrot, mit dem gleichen Aussehen und mit fast dem gleichen Geschmack. Ich finde den Geschmack sogar noch sehr viel leckerer als herkömmliches Toastbrot, weil man dieses köstliche Ghee darin schmeckt. Mein Video dazu, wie man das Ghee selber herstellen kann, kann ich euch hier oben gerne verlinken. Natürlich könnte man das Brot theoretisch auch wie türkisches Brot, so wie es jetzt ist, als Beilage zu einem Eintopfgericht zum Beispiel verwenden. Das wäre sogar eine sehr gute Idee, weil es auch relativ neutral schmeckt. Wir sehen jetzt hier die sehr schöne Konsistenz von innen und wie gesagt, jetzt kann man das Brot ganz einfach toasten, sodass man richtig schöne, knusprige Toaststücke daraus erhält, mit denen man dann so weiterverfahren kann, wie man das normalerweise mit Toast macht. Nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir hier eben eine gesunde Version des herkömmlichen Toastbrotes haben, ohne Zusatzstoffe, ohne Konservierungsmittel, ohne die ganze Chemie, die normalerweise in gekauftem Toastbrot enthalten ist, und natürlich vor allem die schädlichen Kohlenhydrate, die hier jetzt fast vollständig fehlen. Und das ist ja das Wichtigste an diesem Toast. Wir wollen ja auf die Kohlenhydrate verzichten, denn diese sind es ja und nicht das Fett, die zu Adipositas führen, zu Fettleber, zu Insulinresistenz, Diabetes, Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer und vielen anderen Zivilisationskrankheiten führen. Denn der Körper ist für die Mengen an Kohlenhydraten, die wir in der heutigen Zeit konsumieren, nicht geschaffen, da unser Blut am Tag maximal 4 Gramm Glucose schadlos verkraften kann. Da im Blut des Durchschnittsmenschen heute jedoch mindestens 72 Gramm Glucose herumschwimmen, also Kohlenhydrate, die sich in Glucose verwandelt haben, führt dieser hohe Blutzuckerspiegel zu immensen Schäden an den Blutgefäßen. Schaut euch gerne nochmal mein Video zu den 8 größten Gefahren des Zuckerkonsums an. Das knusprig getoastete Brot könnte man jetzt mit allerlei leckeren, gesunden Sachen belegen, wie zum Beispiel hier der Avocado.
Die Avocado ist nicht nur lecker und nahrhaft und aufgrund der hochwertigen Fette darin besonders sättigend, sondern auch heilsam. In einer klinischen Studie zeigte sich, dass schon eine Avocado pro Tag genügt, um sich positiv auf die Cholesterinwerte auszuwirken. Der hohe Anteil einfach ungesättigter Fettsäuren darin, wie zum Beispiel auch in den Oliven vorkommt, wird für unseren Stoffwechsel und die Elastizität unserer Zellmembranen benötigt. Aus dem Brot könnte man natürlich auch ein leckeres Sandwich herstellen. Dazu schneide ich hier meinen selbst hergestellten Käse. Mein Video dazu, wie man den selber herstellen kann, verlinke ich euch hier oben gerne. Das Brot wird auch wieder hier in der Mitte durchgeschnitten und dann in einer beschichteten Pfanne mit Ghee angebraten von beiden Seiten, bis es eine schöne goldbraune Farbe erlangt. Dann geben wir den Käse darauf und dann können wir das nochmal ganz kurz umdrehen, von der einen Seite anschmelzen lassen und dann zusammenklappen. Aber abgesehen von dieser komplizierten Form könnte man natürlich auch ein Sandwich ganz normal in einer Sandwichmaschine herstellen. Und dabei dann natürlich auch mit anderen Dingen belegen, wie zum Beispiel Sucuk oder Tomaten und Zwiebelringe da rein. Das kann man natürlich machen, wie man es gerne möchte. Aber so ein Sandwich mit zerlaufendem Käse darin ist schon was ganz Leckeres, wie ich finde. Ja, mit diesem leckeren, gesunden Toastbrot können wir jetzt wunderbar den herkömmlichen, ungesunden, kohlenhydratreichen Toast ersetzen. Das vollwertige Mandelmehl darin wirkt sich mit seinem hochkarätigen Nähr- und Vitalstoffspektrum sehr positiv auf unsere Gesundheit aus und auch das Ghee darin, also die gesättigten Fettsäuren, sind alles andere als ungesund für uns. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den tierischen gesättigten Fettsäuren an. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir ein Like und aktiviert das Glockensymbol. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.